Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, es ist schon eine Weile her, dass wir so ein paar Wie male ich was Videos hatten. Ja, wie male ich Hühner? Das Video gibt es, ich verlinke es euch gerne unten in der Videobeschreibung. Das Wie male ich Hasen Video verlinke ich auch euch gerne unten in der Videobeschreibung. Und heute, ihr Lieben, wie male ich einfache Katzen? Ja, ich bin auch ein absoluter Katzenmensch. Ich habe mit meinem ganzen Leben Katzen gehabt. Und heute geht es darum, wie male ich Katzen. So, ich guck mal, ob ich euch ein bisschen größer mache. Wie male ich Katzen? Wir fangen an mit den unterschiedlichen Köpfen. Ein klassischer Katzenkopf, sage ich jetzt mal. Ich mache mal mein Buch hier unten hin. Ein klassischer Katzenkopf. Ihr malt einfach ein schönes Oval. Ihr malt zwei Öhrchen. Könnt ihr gucken, wo ihr die hinsetzt. Ne? Wer mag, kann hier noch mal ein Innenöhrchen reinmalen. Hier gibt es noch mal so ein bisschen mehr Details. Ja. Ihr guckt, dass ihr in dem unteren Drittel, ihr teilt euch sozusagen euer, mal gucken, habe ich hier irgendwas, um euch das zu zeigen. Es ist euer Kopf. In dem unteren Drittel in etwa setzt ihr eure kleine Nase rein. Und zwar einfach nur ein Dreieck. Ja. Ja, und dann kann man hier noch so eine kleine Schnute malen mit einem kleinen Mund. Natürlich die Augen nicht zu hoch setzen, auch die kommen hier unten hin. Und nicht zu vergessen, ein paar Barthaare. Kopf Nummer 1. Erste Möglichkeit, Katzenkopf zu malen. Ihr könnt das Ganze auch so machen, dass ihr diesen Kopf gar nicht mit den Öhrchen, dass das gar nicht getrennt ist, sondern ihr macht im Grunde wieder mal ein U. Hatten wir ja auch schon mal bei den anderen Sachen. Ja, macht euch dann hier die Öhrchen und den Kopf. Dann habt ihr das so im Ganzen durchgezogen. Hm. Auch da wieder denkt dran, das Dreieck verkehrt rum zu malen. Die Nase, ne? Kann man dann rosa malen, kann man dunkel malen, wie man das mag. Und auch hier die Augen. Ja? Und dann kann man, wenn man das möchte, hier so ein bisschen auch die Öhrchen wieder andeuten. Okay. Kopf Nummer 3. Wir fangen oben an, setzen uns hier unsere Öhrchen dran. Ja, die können mal rund, mal spitz sein, wie ihr das am liebsten mögt. Und jetzt setzen wir hier unten mal sozusagen das Kinn ran schon mal. Ja, und die Fläche dazwischen, die wird dann einfach mit so puscheligen Haaren ausgefüllt. Manch einer von euch hat ja diese Art von Katzen, wobei ich hier jetzt schon ein bisschen das noch weiter rausgezogen hätte. Ich mache den noch mal. Ja, also die Spitzen sozusagen nicht so ganz weit reinziehen, dann wird es ein bisschen bisschen schöner. Nase, klein Äuglein. Der Marc macht hier wieder ein Smiley. Ja, und auch hier dürfen die Barthaare nicht fehlen.
Und ich finde es tatsächlich immer schöner, wenn hier so im Ohr noch so ein bisschen was angedeutet ist. Ne? Und dann könnt ihr auch zum Beispiel da Flecken hinmalen, ne? Wenn hier noch eine Katze so ein, kennt das ja, wenn die so ihre Flecken hat, das gleiche kann man dann am Körper wiederholen. Und das dann andersfarbig hier dann so ein bisschen schattieren. Oder die Öhrchen andersfarbig machen. Das bleibt auch wieder euch überlassen. So, noch ein Kopf. Es sieht dann vielleicht ein bisschen cartoonmäßiger aus, aber auch das ist machbar. Einfach eine Linse malen. Auch hier die Öhrchen dran. Zwei Augen. Oh, der Mund ist ein bisschen zu groß. Ja, alles Übungssache, ne? Guckt man mal. So, der Mund muss ein bisschen kleiner. Genau, katzengerecht. Das mache ich hier wieder dunkel. Und dann ist es nicht mehr weit bis zur kompletten Katze. Dann könnt ihr einfach wieder hier den Körper ranmalen. Ihr malt hier Pfoten dran. Ihr könnt die Pfoten einfach so malen. Ja, und noch einen schönen geschwungenen Schwanz dazu. Und fertig ist eure Katze. Ne? Hier könnt ihr wieder Flecken malen, Brust malen, wie ihr wollt. Man kann die Pfötchen aber auch natürlich, wenn man das gute Stück so hat, macht man nochmal die Öhrchen. Öhrchen könnt ihr spitz malen. Ich habe die jetzt immer meistens so ein bisschen abgerundeter gemacht. Ja. Die Augen. So. Das jetzt auf die Schnelle machen. Den Körper. Den Körper könnt ihr auch ein bisschen dicker gestalten untenrum. Geht genauso. Nicht jeder hat eine schlanke Katze. Und die Pfötchen kann man auch hier unten mit so kleinen ausgestellten Pfötchen natürlich malen. Ne? Auch das möglich. Wobei der dicke Körper zu den kleinen Kopf wäre jetzt schon sehr, ja, kann man machen. Ne? Okay. Man kann aber auch Kopf und Körper in einem durchmalen. Auch möglich. Indem ihr einfach wieder nur eine U-Form macht. Ne? Eine U-Form. Und hier jetzt sozusagen die Ohren abmalt. Dem Ganzen noch einen Bauch gebt. Vielleicht mal einen dicken Puschelschwanz. Und auch hier dann das Gesicht reinmalt. Ich finde es immer ganz schön, wenn die Öhrchen noch so ein Ding haben. Ja. Oder das Ganze halt auch in ein bisschen eckiger. Ja, malt euch sowas wie ein Kasten. So. Habt ihr eine große, dicke Katze. Die Ohren. Macht euch hier vielleicht mal die Pfötchen so. Können noch ein paar Krallen haben. Und könnt ihm hier noch einen dicken Bauch geben.
Wichtig ist immer die Augen nicht zu weit auseinander. Das muss muss im Verhältnis ganz gut passen. Jetzt hätte ich ihm fast eher einen Schnabel gemalt als eine Nase. Genau. Ja. Und auch da natürlich die Schnurrbarthaare nicht vergessen. Und den Schwanz. Ihr könnt den Kopf auch anstatt so rund zu machen, in dieser Form machen. Sprich, so eine Art, ihr macht erstmal den Halbkreis vom Kopf. Und macht dann das hier halt auch eher halbkreisförmig. Der ist vielleicht ein bisschen flach geraten. Mal gucken, kriege ich das noch weggraviert. So ist besser. Die Ohren. An der Seite ansetzen. Ich kriege diesen Mund immer nicht hin. Himmel, was habe ich denn da? Der sieht ja eher aus wie ein Cartoon-Mann. Sorry. Mein Schwung ist immer zu doll. Nee, das Ding gefällt mir sowieso. Das gefällt mir nicht. Den machen wir nochmal neu. Also. Ich weiß, was das Problem war. Der war zu spitz. Der Kreis war zu spitz. Der Kreis muss mehr rund sein. Ja, hier breiter als hier. Und der war hier breiter als da. Deshalb sah das so komisch aus. So muss er sein. Genau. Und dann können hier jetzt die Öhrchen dran. Ja, ihr seht, auch ich übe immer wieder noch. Ihr müsst auch ein bisschen üben einfach. Und dann wird das schon werden. Je öfter man das malt, na, desto besser ist es. Man kann auch hier das so ein kleines Herzförmchen machen, ne? An der Nase. Das geht auch wunderbar. Ja, das sieht jetzt schon besser aus. So, kleiner Mund nur. Und dann kann man nämlich hier jetzt den Körper, können wir noch so drunter setzen. Ja. Ich mag den Kopf nicht so gerne. Oder setzt man ihn so dran, geht auch. Ich mag diesen Kopf nicht so gerne. Also tatsächlich bin ich dann eher so der klassische da oben, dieser Typ. Ne? Oder auch das finde ich ganz witzig. Oder diese, die so durchgemalt werden. Aber dieser Kopf, aber es gibt ihn. Ist nicht so. Ne? Ja. Noch eine sitzende Katze. Eine dünne. Obwohl, die ist auch nicht so schön. Ihr macht eine Schnute. Könnte sogar noch breiter sein. Gibt ja auch diese sehr schlanken Katzen. Nicht alle sind pummelig. Kann man die Äuglein tatsächlich auch mal ein bisschen weiter auseinander machen. Die müssen dahin. Und dann kommt hier jetzt sozusagen die Nase drauf. Auch nicht meine Lieblingskopfform. Ihr merkt das schon immer da, wo ich lange dran arbeiten muss. Das ist nicht die Kopfform, die ich gerne male. Ne? Oder geht die schlanke Katze weiter. Zu schlank. Die kann so.
Körperform, die mag ich nicht. Aber ich will sie euch natürlich zeigen. Vielleicht habt ihr ja genauso eine zu Hause. Ja, von daher. Genau, und dann kann man hier noch den Schwanz hinmachen. Ja, das ist auch ein bisschen zu breit geworden. Oh, die ist so kompliziert. Also, das ist nicht meine Katze. Die mag ich gerne. Dick und puffig, das ist nicht meine Katze. Okay. Nicht alle Katzen haben die Augen offen, natürlich. Und dann kann man einfach mal gucken. Ich mal hier wieder mal so einen Katzenkopf. Und die Öhrchen hier dran. Genau. Und dann machen die einfach mal, wenn sie schlummern, ihre Äuglein zu. Oh, ich habe es heute echt nicht mit den Proportionen. Also für die Öhrchen muss der Kopf viel größer sein. Für die Öhrchen muss der Kopf mindestens so groß sein. Nehmt euch auch einfach ein Blatt Papier und übt erstmal, bevor ihr loslegt mit teurem Material. Ne, fangt da an und übt und guckt mal, ihr seht, das funktioniert halt auch nicht immer sofort. So, aber ja, da müssen sie hin. Ne? Geschlossene Äuglein. Ja, so, dann haben wir eine Menge sitzende Katzen. Und dann gibt es halt noch die seitlich stehenden. Das ist aber auch nicht so mein Favorit. Machen wir mal hier den Kopf mit den Ohren. Genau. Den Äuglein. Nase. Und dann könnt ihr hier einfach den Körper sozusagen dran malen mit dem Schwänzelchen und macht euch da nicht so viel Akt, ne? Einfach nach unten, hoch, unten, hoch und noch ein Bauch dazu. Und das Ganze wiederholen. Eine ganz schlichte Katze. Wir machen es hier ganz schlicht. Genau, und dann kommt hier der kleine Pöter und das Schwänzelchen, je nachdem nach oben gekringelt oder nach unten gekringelt. Ja, und dann könnt ihr hier dann noch Fell hinmalen, wie ihr das wollt, euer gestreiftes Fell oder Flecken oder Pfötchen, bunte Socken gibt es ja auch. Irgendwie sieht der mir nach einem kleinen Hund aus. Ach, die Katzenhaare fehlen. Also immer noch mein Favorit, die Katze, die Katze. Es ist einfach so, die sind einfach zu malen, die sehen immer niedlich aus. Ja, und natürlich die schlafende Katze, die dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Dann machen wir nochmal unseren schönen ovalen Kopf einfach. Genau, machen da die Öhrchen dran. Ein bisschen breiter als der Rest. Naja, ein bisschen Schatten malen.
Ist auch süß. Mit dem Tiger-Look. Und dann haben wir hier halt. Nee, es muss da. Der dicke Schwanz, der sich hier so einwickelt. Erstmal malen. Und dann kommt der Rest noch dazu. Hm? Wer will, kann da noch die Pfötchen hinmalen, aber meistens haben sie die ja so ein bisschen eingedreht. Hm? Hier vielleicht auch noch so andeuten. Die eingedrehten Pfötchen. Und dann kann man den Tiger-Look hier auch noch weitersetzen über die ganze Katze. Je nachdem, was ihr zu Hause habt. Meiner ist schwarz mit weißen Flecken. Auch das kann man machen. Auch die ist doch auch süß. Ist ja auch süß. Ne? Kopfform könnt ihr euch überlegen, wie ihr wollt. Ne? Dicke Form, ich weiß nicht, die schlanken sind nicht so meins, aber die dicken Formen, ne? Man kann die auch so ein bisschen mit so einer Art Pausbacken machen, mehr unten, also unten breiter. Mal gucken, ob man das so mag. Ja, so eine, jede Katze ist ja individuell. Ne? Manchmal, da guckt man rein und da sieht man diese. Es ist nicht meins. Es fängt an, nach Schwein auszusehen, schon beim Ohr. Diese Katthäuser oder so, die haben ja mehr diese breiten Gesichter, ne? Die so richtig breit und voll sind. Hier so wie der. Aber es gibt halt auch welche, die haben vielleicht, ja, so eine Gesichtsform. Ich finde, wenn wir jetzt eine runde Schnauze malen würden, würde es eher nach Schwein aussehen. Aber die Barthaare, die machen es dann immer, ne? Genau. Ja, ihr Lieben. Ganz viele Möglichkeiten, Katzen zu malen. Das ist immer noch das Einfachste. Das passt, das ist gut. Da macht ihr euch so einen kleinen Körper dazu. Oder ihr malt es in einem durch. Aber einfach eigentlich dieser Kopf mit dem Körper funktioniert immer. Ganz einfach, ne? Ganz individuell. Spielt damit rum, spielt mit euren Formen rum, ne? Was ihr so machen wollt. Hier kann man jetzt auch nochmal den Brustkorb dazu machen. Ja. Kann man auch hier die Pfötchen andeuten. Genau, und kann dann nochmal hier einen dicken Puschelschwanz machen. Aber diese ist auch nicht so mein Favorit, die Kopfform. Aber gut. Ich finde die gut. Den dicken und den Kopf. Ja, aber für euch wollte ich euch zeigen, wie unterschiedlich man halt Katzen gestalten kann. Und jetzt gehen wir noch mal kurz in den Praxistest über. Ich habe mir hier schon ein kleines Blatt Papier bereit gemacht für eine Karte. So, jetzt, ja, Lieben, ich habe mir hier erstmal mein Easy Stamp rausgeholt. Ich klemme mir jetzt hier meine Karte ein. Dabei nehme ich hier jetzt mal die Rückseite, weil die ein bisschen glatter ist als die Vorderseite. Und platziere mir hier erstmal meine Stempel drauf. Und jetzt habe ich hier so einen schönen Spruch. Und der kommt hier hin. Nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen.
Genau. So, das Schöne an dem Easy Stamp ist, wer das noch nicht kennt, ups, ja, mit meiner Handyhalterung, ich klebe mir jetzt hier meine Pads dran, dann mache ich mir meine Stempelfarbe drauf auf das Ganze. Und sollte der Stempel jetzt nicht gleich sofort gut drucken auf dem Papier, kann ich einfach nochmal das wiederholen, weil der dann immer auf der gleichen Stelle landet. Das ist wirklich das Wunderbare an diesem Easy Stamp. So, Farbe ist drauf. Ich klappe das Ganze zusammen. Drücke das hier schön auf mein Papier. Und dann schauen wir doch mal. Ja, tatsächlich kann man es ganz gut sehen. Das Machen ist schon ganz gut. Ich versetze hier mal die Magneten noch ein bisschen. Aber glücklich und da oben ist noch ein bisschen dünn. Und deshalb werde ich da jetzt einfach nochmal Farbe drauf machen. Und nochmal das Ganze schließen. Kommen wir mal an. So. Und jetzt ist es hoffentlich so, wie ich es ganz gerne hätte. Immer noch nicht. Ich weiß nicht, was davon stört. Oben ist gut, unten ist gut. Das glücklich gefällt mir noch nicht. Da gehe ich noch mal mit der Farbe drauf. Nur auf den halben vielleicht. So. Und dann schauen wir mal. Ja, sehr schöner Vorführeffekt. Jetzt ist es super. So, jetzt ist es so, wie es mir gefällt. Ja. Und nun wieder zur Seite. Male ich mir hier mein Kätzelchen hin, was ich gerne hätte. Und ich möchte gerne eins haben, was pruft. Ich male mir jetzt hier erstmal ganz dünn mit Bleistift vor. Die kleine schlafende Katze. Genau. Die Mikron-Stifte sind wasserfest, da können wir dann hinterher noch mal drüber malen. Ist auch super schön. Der Kopf hat eine kleine Macke gekriegt, das ist jetzt aber nicht so ganz dramatisch. Das male ich jetzt noch mal sozusagen weg und hoffe, dass ich das dann gleich gut wegradieren kann. Wenn der Stift trocken ist, das ist wichtig, dass man darauf achtet, dass der erstmal gut getrocknet ist, bevor man da malt. Und ich fand das ganz schön mit diesem getigerten. Das mache ich bei dem hier auch.
Mhm. So, jetzt muss ich geduldig sein, damit das gut trocknet. Und ich habe mir überlegt, ob ich da noch so eine Blume in den Hintergrund packe für den. Oder ob das dann too much wird. Nee, ich glaube, ich lasse es so schlicht. Ich lasse es so schlicht. Gut. Süß. Jetzt gucken wir mal. Ein bisschen Bleistift wegbekomme. Mhm. Ja. Ja, gut. Sehr schön. Und jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen farbig gestalten. Wo sind denn meine Farben von Victoria? Wie immer unten in der Videobeschreibung der Shop, der Link zu ihrem Shop. Und ja, ich will da jetzt gar nicht viel. Ich glaube, ich mache hier nur so einen leichten Hintergrund. Dafür mache ich einfach mal hier so ein bisschen Farbe hin. Ja, jetzt ist der Vorteil, wenn die Tinte, die ihr genommen habt, wasserfest ist. Und jetzt kommt, was machen wir denn? Die Katze will ich rötlich machen. Leichter Grünton hier rein. Ich habe jetzt die Farben nicht angefeuchtet vorher. Sonst wären sie ein bisschen intensiver. Aber das ist auch okay. So, hier unten kann auf jeden Fall unter der Katze so ein kleiner Schatten hin. Mhm. Und ein bisschen frischen Farbton. Genau, so ein bisschen farbig einschattieren. So, und die Katze, die wird jetzt zum Klassiker. Die wird jetzt eine von diesen schönen rostfarbenen Tigern. Kleineren Pinsel. So, ihr Lieben,
trocken. Ich mache jetzt hier nochmal das Innenöhrchen rein. Das fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Das finde ich ein bisschen schöner. Und versuche das nochmal mit einer Farbe abzusetzen. Mal gucken, ob die Womas das hinkriegen. Die eigentlich ein bisschen heller ist. Ja, ein bisschen. Und dann kann ich die Nase damit auch nochmal malen. Ja, süß. Oh, die sind wirklich, wirklich toll, diese Buntstifte. Ich verlinke euch die auch gerne unten nochmal in der Videobeschreibung. Können wir hier nochmal so ein bisschen mehr Farbe nochmal in den Guten bringen. Süß. Oh, bitte mal ein Papierstift. Ja, oh, wenn ich den jetzt verwische, dann wird es mir zu dunkel. Geht. Ja, Fellmuster, ne? Bleibt euch überlassen. Ihr könnt da so viel rum experimentieren, wie ihr wollt. Ihr kennt alle eure Katzen, wie die aussehen. Von daher. Ja. Gut. Ich klebe das Ganze mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe sie tatsächlich einfach auf eine braune Karte geklebt. Ich fand das am schönsten. Ich wollte keine schrille Karte dazu haben. Und ja, ich bin ganz glücklich. Die ist zuckersüß geworden. Und ja, das könnt ihr Pärchen machen. Ihr könnt ohne Spruch das Ganze natürlich machen. Ne? Eine schlafende, eine sitzende Katze, ein bisschen Spielzeug zu malen, einen kleinen Ball oder eine kleine Maus dazu setzen. Auch total süß. Und ja, Mäuse malen ist doch ganz einfach. Wisst ihr alle, wie es geht, oder? Vielleicht machen wir das mal als nächstes. Mäuse malen. Ja, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Nutzt gerne dieses Hypen-Ding, was jetzt geht. Wenn man in den Kommentaren das nach links schiebt, kann man ein Video auch hypen, wenn einem das sehr gut gefällt. Da würde ich mich natürlich auch super drüber freuen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, hoffe ich doch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Ausprobieren eurer kleinen Katzen und macht es gut, eure Melanie.